Hallo liebe Freunde, wie ihr seht, unser Lößnitztal ist doch wirklich zu jeder Jahreszeit schön, anders schön sozusagen. Und deshalb möchte ich euch heute zu einer weiteren neuen Wanderung einladen. Und so wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Anschauen und später beim Selbstausprobieren. Über unseren Startort Eppendorf hatten wir uns ja bereits ausführlich unterhalten und langweilen möchte ich euch mit Wiederholungen auch nicht. Also starten wir am alten Bahnhof, vorbei an der alten Schule und finden bereits das erste Hinweisschild für unsere heutige Runde, nämlich den Rundwanderweg Bergmennel über knapp 9 Kilometern. Ich persönlich hebe mir das schönste Stück für den Schluss auf. Deshalb würde ich euch empfehlen, queren wir zuerst die Borstendorfer Straße, um über die Anton-Günther-Straße zu gehen. An der nächsten Kreuzung laufen wir kurz rechts und gleich darauf links in den Wiesenweg. Der Wiesenweg ist übrigens direkt auf die alte Bahntrasse nach Großwaldersdorf gelegt worden. Ihr kennt diese nicht? Dann solltet ihr euch im Anschluss unbedingt den Film über diese Schmalspurbahn ansehen. Über den neuesten Einwohner von Eppendorf lacht natürlich das Herz. Schön, dass die Störche zurück sind. Ob diese jedoch Werbung für den Baumarkt fliegen, ich weiß es nicht. Unserer Wiesenstraße folgen wir schließlich Richtung Freibad. Nach selbigen gehen wir über die große Lößnitz, welche ihrem Namen hier wirklich noch keine große Ehre macht, um erneut links abzubiegen und weiter die schmalen Gassen im Rücken von Eppendorf zu laufen. Wie ihr seht, ist alles sehr gut ausgeschildert. Dennoch stelle ich, wie immer, für alle, die das Bedürfnis haben, die Links zu Outdoor Active und Komoot unter das Video in die Beschreibung. Dort könnt ihr euch die GPS-Daten herunterladen. Für 200 Meter kehren wir noch einmal auf die Hauptstraße, die Borstendorfer Straße, zurück, dürfen dann jedoch rechts in diese schmale Einfahrt laufen. Auch wenn es sich hier laut Schild um einen Privatweg handelt, die Wanderschilder jedoch verraten uns, wir sind richtig. Es handelt sich um den offiziellen Wanderweg. Schon sind wir aus Eppendorf heraus. Auf diesem angenehmen Wiesenweg gehen wir hoch zum sogenannten Ottensknochen, der eigentlich von alters her Pfarrknochen heißt. Und ihr seht, heute haben wir typisches Aprilwetter erwischt. Da es sich zum Glück alle Augenblicke ändert, ist auch der kurze Schneefall nicht tragisch. Unser Freund will auch wandern, oder hat er nur das Fressen im Sinn? Wir könnten es ihm an diesem Rastplatz theoretisch nachmachen. Aber da wir noch gar nicht weit gelaufen sind, genießen wir lieber den Blick auf Eppendorf und gehen weiter. Ganz oben angekommen öffnet sich zum einen der Blick in Richtung Grünhainischen, dem Spielzeugdorf, als auch beim Umdrehen zunächst der letzte Anblick Eppendorfs. Diese Wiesenwege hier hinten liebe ich, die strahlen so schöne Ruhe aus. Da stört auch nicht der Asphaltweg, auf welchen wir nunmehr stoßen. Hier unten taucht auch eine weitere interessante Ausschilderung auf, nämlich die gelbe Markierung nach Augustusburg. Ein reizvolles Ziel. Sicher erinnert ihr euch an unseren nächtlichen Bummel auf dem Schloss. Langer Rede, kurzer Sinn, wir lassen auch die Ausschilderung für den Rundweg Ebersbach liegen und benutzen für die kommenden 2 Kilometer diese Landwirtschaftsstraße. Aber ausgenommen bei Umleitungen, welche hier mehr als selten sind, trifft man hier nur sehr selten Fahrzeuge an. Auf dem Kohlbachweg oben angekommen, bekommen wir beim Umdrehen einen weiteren schönen Blick zurück in Richtung Großwaldersdorf. Dort kann man nach den Pferden von Dieben und dem letzten Bären des Erzgebirges wandern. Langsam aber sicher kommt die nächste Kreuzung in Sicht. Hier steht erneut eine Entscheidung an. Theoretisch könnt ihr nämlich an Leubsdorf Kolonie, im Volksmund Wurzelbach genannt, vorbeilaufen und dort den Schachwanderweg erreichen. Auch eine reizvolle Kombination. Aber unser Begehr heißt ja Lößnitztal, ergo gehen wir rechts weiter.
Nicht weit gelaufen kommen die ersten Bauten der Milchviehanlage in Sicht. Tja, und dem sollte man besser nicht zu nahe kommen. Dafür bieten sich hinter den Höhenzügen weitere Blicke, zum Beispiel Richtung Grünhainischen und Augustusburg, welches im Volksmund übrigens Städel heißt, an. Die nächste Versuchung wartet, nämlich wenn man den Feldweg links benutzt, dann kommen wir über die Oberschar am Rand von Leubsdorf vorbei, Hohenfichte, wie vorhin bereits angesprochen, nach Augustusburg. Dazu sollten wir jedoch einen Tag mit guter Fernsicht wählen. Deshalb laufen wir heute unsere Landwirtschaftsstraße weiter hinunter. Letztlich stoßen wir auf die Hauptstraße. Auf diese müssen wir wohl oder übel rechts abbiegen. Unser Glück, wir müssen diese lediglich 100 Meter benutzen, denn am ersten Abzweig links werden wir bereits wieder erlöst. Hier geht es auf gemütlichen Waldwegen für den nächsten Kilometer entlang. Bis wir an diese Treppen kommen. Zugegeben, diese haben auch schon bessere Tage erlebt. Vor allem bei Nässe sind diese nicht ganz ohne. Aber wir kommen dennoch heil und gut unten an. Und damit sind wir schon im Lößnitztal gelandet. Und was finden wir? Wer genau hinsieht, der erkennt noch immer die Trasse unserer Schmalspurbahn von Hetzdorf, über die wir schon mehrfach gesprochen haben. Die Talstraße müssen wir einige Meter nach unten, um die Lößnitz zu überqueren, und am sogenannten Schwarzen Bruch, von dem nicht mehr viel zu erkennen ist, auf unseren neuerlichen Waldweg abzubiegen. Somit können wir entspannt die Ruhe in unserem Tal genießen. Wenn man aufpasst, erkennen wir auch immer wieder die Reste der Schmalspurtrasse. Schlussendlich landen wir am lange ausgeschilderten Bergmännel. Selbiges kennen wir ja bereits vom Liederweg Eppendorf und ich möchte euch, wie schon gesagt, mit Wiederholungen nicht langweilen. Wer aber diesen Film verpasst hat, der sollte ihn am Schluss unbedingt noch ansehen. Diesen Liederweg nutzen wir auch heute für unseren Rückweg bis Eppendorf. Unser Lößnitztal ist doch wirklich zu jeder Jahreszeit schön, oder? Was ich allerdings merkwürdig finde, wie oft man den Ausdruck Läusebach oder Ähnliches findet. Zuletzt haben wir so etwas ja oberhalb des Zeitsgrundes entdeckt. Spätestens an den Pfeilern der alten Eisenbahnbrücke kommt bei allen Eisenbahnfans Wehmut auf. Könnte doch die gute alte sächsische 4K hier wieder darüber dampfen. Aber dieser Traum wird wohl nicht mehr realisiert werden. Schön, dass wenigstens der Lokschuppen in Hetzdorf jetzt erhalten wird. Vorbei am Gelände der früheren Spinnerei von Johann Georg Haug in Gersberg und seinem alten Mühlgraben erreichen wir die schöne Wildkräuter- und Blumenwiese. Am Ende des Naturlehrpfades folgen wir der Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Ortszentrum Eppendorf. Mindestens genauso wehmütig wie an den alten Resten der Brücke wird mir, wenn ich rechts das Gelände des Schmalspurbahnhofs sehe, wenn das die alten Eisenbahnpioniere Eppendorfs wüssten. Mit einem schönen Eis könnten wir uns den Kummer natürlich noch versüßen, oder wir gehen vorbei an der Schule zurück zu unserem Ausgangspunkt am Lokschuppen Eppendorf.